Schreien hat noch keinem geholfen. Du willst doch nicht, dass deinem Freund was passiert. Also, jetzt hier rausgehen, wirst du schön leise sein, okay? Psch, ganz ruhig. Ja, psch. Komm. Papa, das bringt doch nichts. Wir fahren nach Argentinien, das bringt mehr, als du denkst. Die Polizei wird uns finden und dann kommst du wieder in die Psychiatrie. Aber diesmal für immer. Die Polizei kann uns nicht finden. Ich habe alles viel zu gut geplant, mein Schatz. Und jetzt komm. Woher hast du die Autos? Für Geld kriegt man alles. Ich will nach Hause. Du willst doch auch, dass wir eine schöne Reise haben, oder? Ich komme nicht mit. Doch, du steigst jetzt da ein. Ich habe Angst. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Wir fahren jetzt ein schönes Versteck und warten ab, bis die Wogen sich geglättet haben. Und jetzt rein mit dir. Also noch einmal auf Lisas Lebensretter. Hey, du Held. Wenn ich dich mal eben was fragen kann, oder euch. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich Lisa jetzt nach oben bringen. Ja, natürlich. Danke nochmal. Das werde ich dir nie vergessen. Arno, sei mir nicht böse, aber ich hätte gerne ein Bier. Oh, das ist eine gute Idee. Ich nehme auch eins. Tja, ich muss dann los. Herr Schneider! Es sieht aus, als blieben wir heute auf unserem Champagner sitzen. Sieht eher so aus, als wäre Lars ziemlich geschafft von der Entführung. Bestimmt. Ich bin dann mal weg. Schade, dass du nicht mehr hier wohnst. Sonst könnten wir noch ein bisschen quatschen. Fährst du mich nach Hause? Na ja. Okay, manche Dinge, die lassen sich halt nicht mehr ändern. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hiermit erkläre ich Sie für verheiratet. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Sie auch. Du denkst noch oft an eure Hochzeit, oder? Was? Wenn Lisas Vater an diesem Tag nicht aufgetaucht wäre, dann hättest du mit Carla sicherlich ein tolles Fest gehabt. Und als Alex dann erneut versucht hatte, Lisa zu verschleppen, da ist bestimmt alles hochgekommen. In so einer Situation, da musst du Carla schrecklich vermissen, ne? Ich vermisse Carla nicht nur in so einer Situation. Ich habe sie schon vermisst, als sie mir erzählt hat, dass sie nach New York muss. Und seitdem, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Ach, so schnell sieht man sich wieder. Hallo. Ach, Herr Schneider, ich hätte mich gerne etwas ausführlicher bei Ihnen bedankt. Wir Brandners, wir haben Ihnen so viel zu verdanken, dass... Was ich gemacht habe, hätte jeder andere auch getan. Oh, von wegen. Sie haben meine Enkelin aus den Händen eines Psychopathen befreit. Wir stehen tief in Ihrer Schuld. Bitte, Herr Brandner, Sie schulden mir nichts. Ein Familienessen. Das werden Sie mir nicht abschlagen, ja? Also ehrlich gesagt habe ich im Moment wirklich viel zu tun. Wir richten uns nach Ihren Terminen. Es tut mir leid, ich muss wirklich sehr viel aufarbeiten, sodass mir demnächst überhaupt keine Zeit bleibt. Ja, ich will Sie natürlich nicht bedrängen, aber
Herr Schneider, Sie sollen wissen, dass Sie jederzeit in unserem Haus willkommen sind. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich sag's auch ganz besonders. Im Namen von Susanne. Ja, natürlich. Und wenn Lars ihn nicht aufgehalten hätte, dann hätte Alex Lisa nach Argentinien verschleppt. Zum Glück ist sie wieder zu Hause bei eurer Mutter. Zum Glück bin ich wieder hier. Wie läuft's eigentlich im Job? Gut. Weißt du was? Ich habe endlich rausgekriegt, wer sich für mich eingesetzt hat. Lass mich raten. Ein Prof von deiner Uni, der immer an dich geglaubt hat? Nein. Ein gewisser Adrian Degenhardt. Nie gehört. Er scheint diese Schule zu sponsern. Ja, wie kommt er da auf dich? Ein gewisser Konstantin von Lahnstein soll ihn auf diese Idee gebracht haben. Der Arsch. Erst will er dich auffliegen lassen, jetzt spielt er hier den Gönner. Jetzt bist du aber ungerecht. Mir egal. Konstantin hat's nicht besser verdient. Eins sag ich dir, ich würde lieber bei Arne auf dem Bau arbeiten, als auf die Gnade von so einem arroganten Schnösel angewiesen zu sein. Konstantin hat versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Dabei ist er diskret vorgegangen und hat anscheinend noch nicht mal gewollt, dass wir es erfahren. Ja, soll ich ihn jetzt dafür bewundern? Nein. Aber du könntest dir überlegen, ob du nicht vielleicht auch einen Schritt auf ihn zugehst. Nur so. Ich wollte einfach deine Stimme hören. Und du? Vermisst du mich? Oh, jede Minute mindestens einmal. Jetzt übertreibst du aber. Nein, ich muss doch nur meinen dicken Bauch angucken. Geht's unserem Baby gut? Ja, könnte nicht besser sein. Und bei euch? Alles im grünen Bereich. Manchmal ein bisschen Stress, aber das hat nichts zu bedeuten. Ich muss jetzt Schluss machen. Ja, ich muss auch wieder in die Sitzung. Ich schicke dir einen ganz dicken Kuss. Ich dir auch. Bye. Bye. Tut mir leid, es gab keine Gelegenheit wegzuhören. Wir haben nichts zu verheimlichen, Papa. Hast du nichts von Lisas Entführung erzählt? Warum sollte ich? Lisa ist wieder wohlauf und Carla ist schwanger. In einer perfekten Beziehung, sagt man, teilen die Partner sich Freud und Leid. Wir haben nicht nur eine perfekte Beziehung, wir sind auch verheiratet. Und da lasse ich mir von niemandem reinreden. Hm? Willst du auch ein Bier? Ja, gerne. Aber jetzt lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, ja? Da gibt's nichts groß zu erzählen. Ich habe zuerst versucht, Lisas Vater mit Worten zur Vernunft zu bringen. Und als das nicht geklappt hat, habe ich ihn ebenso überwältigt. Na klar, ebenso. Diese Heldenarie wird mir langsam wirklich zu viel. Warum denn? Du hast allen Grund, dich feiern zu lassen. Ich bin mir sicher, dass Susanne schon irgendwo den Antrag gestellt hat, eine Straße nach dir zu benennen. So ein Quatsch. Ja, dann wird sie dich wenigstens für die Wahl zum Mann des Jahres vorschlagen. Sag mal, kannst du mal bitte damit aufhören? Warum denn? Hör mal, du warst immer an Susannes Seite, als sie Angst um ihre Tochter hatte. Du hast ihr Lisa wiedergebracht, das macht dich für sie zum Superhelden. Mindestens. Das ist genau der Stoff, aus dem die Frauenträume sind. Treu und mutig. So muss ein Mann sein. Sag mal, wie oft soll ich dir noch sagen? Ich bin keine Held. Meinst du, ich habe keine Angst gehabt? Ach, sensibel bist du auch noch. Muss Carla sich jetzt Sorgen machen? Jetzt sag bloß du und Susanne. Nichts ist mit mir und Susanne. Susanne ist mit Carla verheiratet. Die beiden sind glücklich und freuen sich auf ihr Kind. Ja, aber Carla war nicht da, als Susanne sie gebraucht hat. Du hingegen warst immer zur Stelle. Da kann man sich schon mal nahe kommen. Ja, natürlich kommt man sich in so einer Situation nahe. Aha. Auf menschlicher Ebene meine ich natürlich. Mehr ist da nicht. Du willst auch, dass wir eine schöne Reise haben, oder? Ich komme nicht mit. Doch, du steigst jetzt da ein. Ich habe Angst. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Wir fahren jetzt ein schönes Versteck und warten ab, bis die Wogen sich geglättet haben. Papa, bitte lass mich gehen. Lisa? Ist irgendwas passiert? Entschuldigung, die Lampe. Hast du wieder von Alex geträumt? Aber du bist doch jetzt wieder zu Hause. In Sicherheit. Ich weiß. Was kann ich denn nur tun, dass du nicht mehr von ihm träumst?
Sie fehlt dir. Ja, ziemlich. Kommst du heute auch zum Polterabend? Nee, so dicke bin ich nicht mit Ansgar. Ja. Ciao. Ciao. Was will denn Susanne jetzt von mir? Vielleicht einfach nur Hallo sagen? Schön, dich zu sehen, Paul. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Willst du nicht zum Essen zu uns kommen? Anne auch? Wir wollten im engsten Familienkreis Lisas Rückkehr feiern. Sie würde sich so freuen, dich zu sehen. Klar. Anne gehört doch auch zur Familie. Du weißt, wie ich darüber denke. Gut, da müsst ihr wohl alleine essen. Paul macht alles, was diese Anne will. Ja, so ist es in einer Partnerschaft. Einer setzt immer seinen Kopf durch. Partnerschaft? Sie ist fast doppelt so alt wie er. Irgendwann macht sie mit dem Schluss und dann steht Paul da mit seinem Liebeskummer. Und von wegen nett und verantwortungsbewusst. Vielleicht ist sie ja nur Lehrerin, um sich an ihre Schüler ranzumachen. Ja, ganz bestimmt. Und jeder Bankangestellte ist ein potenzieller Bankräuber. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Susanne, du machst jetzt dieselbe Erfahrung, wie ich sie früher mit dir gemacht habe. Glaubst du, ich war mit allen deinen Partnern einverstanden? Meine Freunde waren aber nicht so alt wie Anne. Ja, das ist richtig. Dafür standen einige von ihnen aber ständig mit einem Bein im Knast. Und ich rede jetzt nicht nur von Alex. Das war Oliver. Willst du mir dem mein ganzes Leben vorhalten? Nein. Kinder haben nie die Partner, die ihre Eltern sich wünschen. Carla und du zum Beispiel. Das ist was ganz anderes. Ja. Die modernste aller Partnerschaften. 2 Frauen als Eltern eines gemeinsamen Babys. Aber wenn dein Sohn Paul sich in eine etwas ältere Frau verguckt, dann reagierst du konservativer als ich jemals. Paul ist noch ein halbes Kind. Und dafür weiß er aber ziemlich genau, was er will. Susanne, ich kann dir nur raten, wenn du den Kontakt zu deinem Sohn nicht verlieren willst. Akzeptiere seine Freundin. Oh Gott. Vorsicht. Ja, das Gleiche könnte ich auch sagen. Sag mal, wie geht's denn Lisa? Kommt sie über die Entführung hinweg? Es geht ihr schon besser, aber es wird noch eine Weile dauern. Und du? Gehst du feiern? Ja, heute ist doch der Polterabend von Natalie und Ansgar. Ach ja, ich weiß. Kommst du auch? Ich habe schon was vor. Okay. Schönen Abend noch. Dir auch. Du bist sicher zu Paul. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Für mein Verhalten heute Nachmittag. Schon vergeben. Ich weiß ja, dass es für dich auch nicht einfach ist. Susanne? Ich habe eingesehen, dass ich dein Glück nicht verhindern darf. Nur weil ich eine andere Vorstellung von Partnerschaften habe. Möchtest du reinkommen? Nein, ich muss gleich wieder zurück. Das Essen vorbereiten. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Wir? Ja. Kommt ihr? Paul! Hey, alles klar? Jetzt schon, kommt rein. Hallo. Hallo. Der Abend wird bestimmt gut laufen. Ja, und wenn sie dich erstmal besser kennengelernt haben, dann wollen sie sich gar nicht mehr gehen lassen. Susanne hat mich bereits kennengelernt. Ja, aber inzwischen weiß sie ja, dass das nicht nur so eine Eintagsgeschichte ist. Und darüber bin ich echt froh. Ich wünsche dir, dass ihr euch wieder richtig versöhnt. Ja, wer weiß, vielleicht wird nach diesem Abend alles wie früher. Ich verspreche dir, ich gebe mein Bestes. Das will ich auch schwer hoffen. Ach, und wenn es nach dem Essen ans Vorsingen geht. Uns bitte was? Ja, Vorsingen. Das ist bei uns so ein Brauch. Nach dem Essen singt jeder ein Lied und die anderen, die klatschen dann rhythmisch dazu. Das ist nicht dein Ernst. Nee. Wo bleibt ihr denn? Braucht ihr eine Extra-Einladung? Wir kommen. Ist noch mehr da?
Davon nicht, nein. Schade, ich fand das echt ganz lecker, dieses rohe Fleisch. Das heißt Carpaccio. Ja, wirklich ganz hervorragend. Sehr zart. Andi, habe ich dir in den letzten Jahren nicht wenigstens ein paar Manieren beigebracht? Natürlich haben Sie das. Sie hätten mich mal vorher sehen sollen. Wo hast du diesen Wein her, Susanne? So was Gutes habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Nee, den hat Anne mitgebracht. Frankreich? Italien? Aus der Südpfalz. Ja, Anne hat total den Durchblick, was Wein angeht. Das hat mir mein Vater beigebracht. Er hat lange als Sommelier gearbeitet. Sie sollten unseren Weinkeller bestücken. Nicht wahr, Susanne? Das wäre doch was. Wir können ja mal die Tage bei euch kochen. Andi ist ein super Koch. Ja, aber wenn ihr zu uns kommt, dann kochen vielleicht doch besser wir. Susanne? Auch wenn es dir schwerfällt. Reiß dich bitte zusammen. Paul? Anne widert dich an? Gut zu wissen. Ich habe wirklich gedacht, du akzeptierst endlich, dass wir zusammen sind. Aber anscheinend war alles nur Theater. Paul, deine Mutter gibt sich alle erdenkliche Mühe. Aber... Ja, richtig. Sag mal, war es eigentlich schwer für dich, die ganze Zeit so scheißfreundlich zu sein? Wobei du Anne doch am liebsten erwürgen würdest? Mäßige deinen Ton, ja? Lass mal, Papa. Du hast völlig recht. Ich habe noch immer meine Probleme mit Anne. Weil ich von einer Lehrerin mehr verantwortlich... Jetzt mach hier nicht auf moralisch. Du hast uns den ganzen Abend die heile Welt vorgespielt. So viel Scheinheiligkeit finde ich echt zum Kotzen. So viel zu meinen Erfahrungen mit Pferden. Kann ich genau verstehen. Schon? Paul, hör mir bitte eine Minute zu. Anne, kommst du? Ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist, aber... Wir gehen. Ja, danke für die Einladung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Keine Ahnung. Du bist doch der Anwalt. Aber Susanne ist nicht meine Mandantin. Und wenn eure Mutter ein Problem mit Pauls Freundin hat, dann soll sie das mit ihm klären. Und ich dachte, ich könnte mich wenigstens auf dich verlassen. Könnt ihr eure Familienprobleme etwas leiser ausdiskutieren? Vielen Dank. Jetzt fängt er auch noch an mit Familienproblemen. Wieso? Stimmt doch. Du gehörst zur Familie. Moment. Du hast mich befreit, als Papa mich auf dem Boot festgehalten hat. Du bist der Vater von Carlas und Susannes Baby. Aber das heißt doch noch lange nicht... Lass bitte. Nein, Lisa. Erstens bringt das nichts und zweitens geht mich das nichts an. Punkt. Was ist also dein letztes Wort? Mein allerletztes. Danke sehr. Ja, dann würde ich mal sagen, auf das Single-Leben. Ja. Was will denn die kleine Kröte hier? Sich auf eine Predigt ihrer Tante gefasst machen? Tantchen, was machst du denn hier? Olivia, wenn du dich schlecht benimmst oder gar der Journalistin irgendwelche Lügen erzählst. Ich glaube, so interessant bist du für die Presse wirklich nicht. Und? Hast du dich wieder eingekriegt? Na, wegen Lisa. Die Kleine hat mir vorhin richtig leid getan. Gregor, sehe ich aus wie ein Familientherapeut? Nein, du siehst aus wie der Hausfreund, der plötzlich ein Problem mit Susanne hat. Wieso sollte ich? Na, war ja nur so eine Vermutung. Also wenn du mich fragst, ich als Familientherapeut... Ich weiß es doch auch nicht. Das mit Susanne, irgendwie ist das in letzter Zeit anders geworden. Anders? Das ist ja schön ausgedrückt. Ja, irgendwie. Ach, keine Ahnung, vergiss es einfach. Graf Lahnstein, was wünschen Sie Ihrem Sohn und der Braut für die kommenden Jahre? Findest du nicht auch, dass deine Schwester in New York ganz schön zugelegt hat? Ja, also, so wollte ich es natürlich nicht ausdrücken, aber... Hey, 17. Woche. Langsam kann man es ihm nicht mehr verbergen. Was, du bist schwanger? Gräfin Lahnstein, unsere Zuschauer interessiert natürlich ganz besonders... Frau Gülsdorf, wollen Sie nicht das fantastische Nachmittagslicht für ein paar schöne Außenaufnahmen vom Schloss nutzen? Aber natürlich, Herr Graf, eine sehr gute Idee. Ja. Wo ist denn die Mutter des Kindes? Moment. Habe ich hier irgendeine biologische Entwicklung verpasst? Was heißt denn die Mutter des Kindes? Susanne kann leider nicht kommen. Hast du noch gar nicht mit ihr gesprochen? Ich bin davon ausgegangen, dass sie sowieso hier ist. Ich wollte sie überraschen. Na, dann werde ich sie gleich mal anrufen. Vorher, glaube ich, wollen noch ein paar andere Familienmitglieder begrüßt werden. Ihr entschuldigt mich?
Hallo, Vater. Frau Brandner? Hallo. Carla, du siehst fantastisch aus. Wie war New York? Ein Traum. Dagegen wird man hier leider sehr schnell von der Realität eingeholt. Carla, bitte, wenn es zwischen uns etwas zu besprechen gibt, dann hat das sicher Zeit bis morgen, oder? Sicher?